Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für ein CC-Design-Video, denn es gibt ein neues Release und zwar das Oktober-Release für Winter, Weihnachten. Es gibt 4 Sets und die sind einfach zauber schön, zuckersüß und einfach genau meins gewesen. Ich habe so viel Freude daran gehabt, die Sets zu kolorieren, beziehungsweise so viele konnte ich noch nicht kolorieren. Aber das, was ich geschafft habe, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Release kam ja erst Ende Oktober und das hatte sich auch ein bisschen nach hinten verschoben. Deswegen seht ihr das Video jetzt auch erst Anfang November. Aber ich kann euch schon so viel verraten, auch für November gibt es ein Release und das ist genauso zuckersüß wie das im Oktober. Deswegen freut euch darauf, da kommen nochmal sehr süße Sets. Aber jetzt zeige ich euch erstmal das Release vom Oktober. Beziehungsweise, was ich im Oktober alles so gewerkelt habe mit CC Design. Denn ich hatte Anfang Oktober noch dieses Kärtchen hier gezeigt. Da habe ich nochmal ein Halloween-Kärtchen gebastelt mit diesem Stempelset hier. Das hatte ich nämlich noch nicht verwendet. Das nennt sich Best Buds und ja, ist so dieses Thema Scooby-Doo. Und da habe ich hier dieses Motiv koloriert mit den Polychromos. Aber ich finde auch die beiden so süß und ihr habt hier... Das ist auch immer so ein bisschen CC-Design typisch. Zu dem Thema des Stempelsets auch immer passende Sprüche. Deswegen habt ihr hier Scooby-Dooby-Doo, Zoinks, It's Your Birthday und Roo Reggae. Genau. Und ja, ich habe hier wieder ein bisschen mit den Distress Oxides gearbeitet, einen Mond gemacht und dann hier mit den lila Tönen und schwarz ein bisschen diesen Spooky-Effekt gezaubert und auch hier auf dem Standteil mit so weißer Stempelfarbe von Lawn Fawn, das so ein bisschen eingeinkt, dass das so ein bisschen foggy wirkt. Und ich glaube, es ist auch ganz gut geworden. Auch hier dieser Nebel hier seitlich ist ganz gut rausgekommen. Habe ich das erste Mal so ausprobiert und war damit ganz happy. Auch hier das Häuschen nochmal und hinterlegt mit Cardstock und dann auch nochmal mit Distress Oxide so ein bisschen in Gelb und in Schwarz gewischt, damit es auch nochmal so einen Gruseleffekt hat. Ja, und das war eben mein Beitrag Anfang Oktober mit diesem Set noch, weil das andere noch nicht angekommen war bei mir. Und dann kam das Release aber dann doch endlich an und ich starte mal mit dem ersten Set, und zwar ist das dieses hier, nennt sich Baby Angels und ja, schaut es euch an. Es ist einfach nur zuckersüß. Ihr habt hier 4 Engelchen und ein paar Sprüche, die auch immer zu dem Set passen. Merry Christmas, Little Angel, Noel, Every time a bell rings and an angel gets its wings. Joy to the world, peace on earth und ja, also ich habe mich in dieses Kerlchen hier direkt verliebt, aber auch in sie. Ich fand eigentlich das ganze Set toll. Was soll ich sagen? Ja, und weil ich euch beim letzten Release eine Boxcard gezeigt hatte mit dem Set Scarecrows und so viele mich gefragt haben, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie man eine Boxcard bastelt, habe ich für dieses Release wieder eine Boxcard gewerkelt mit diesem Set hier. Diesmal noch ein ganzes Stückchen aufwendiger, aber ich finde, sie ist richtig schön geworden in Pastelltönen. Ich habe hier mit Polychromos koloriert und mit meinen Hohlbeinstiften. Denn von den Polychromos gibt es ja keine Pastelltöne. Dafür nehme ich dann immer gerne die Hohlbeinstifte. Und man kann die auch wunderbar miteinander kombinieren. Das ist einfach eine richtig coole Sache. Dann habe ich hier mit den Distress Oxides wieder ein bisschen das dann abgestimmt zu den Farben, wie ich hier koloriert habe. Ja, und ich dachte mir, weil eben so viele das letzte Mal gefragt haben, dann nehme ich euch doch bei dieser Boxcard heute mal mit. Das ist nämlich unser Watch Me Craft von diesem Release. Und ich zeige euch, wie ich diese Boxcard zusammengesetzt habe. Ich glaube nur, dass ich sie hier hinten etwas falsch zusammengesetzt habe. Ich denke, ich hätte mir hier hinten den Streifen noch setzen müssen und dann hier den Regenbogen einfach ein bisschen höher, weil am Ende habe ich gedacht, der ist irgendwie ganz schön tief und ich wollte aber unbedingt diese Seiten, die so angeschrägt sind, haben.
Aber jetzt im Endeffekt sieht man es gar nicht mehr. Ich habe mich dann nämlich dazu entschlossen gehabt, diesen letzten Bogen nochmal aus Standsteilen zu machen, weil ich das auch nochmal schöner fand für die Karte. Was ich genau verwendet habe, welche Produkte das sind, das seht ihr dann im Watch Me Craft, da zeige ich euch das alles. Und ja, das war dann mein erstes Projekt mit dem neuen Release und ich liebe es wirklich, wirklich sehr. Ihr könnt die Karte auch verschicken, ne? Ihr könnt die dann hier so zusammenklappen. Muss natürlich ein größerer Umschlag sein, weil die Boxcard an sich ist natürlich schon etwas größer. Was ich auch das erste Mal ausprobiert habe, ist, dass ich hier mit einem Acetatstreifen bzw. Windradfolie ist es in meinem Fall. Das ist hier so ein durchsichtiges Plastikzeug. Habe ich das erste Mal gemacht, dass ich das hier so hinterlegt habe, damit der Engel hier diese Optik hat und so fliegt. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das hat auch perfekt zu dieser Karte gepasst. Und so hat man nochmal so ein bisschen mehr Spiel in der Karte. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ansonsten dann hier ein sehr, sehr schönes Christmas. Dann hier aus verschiedenen Stempelsets habe ich mir dann einfach das Richtige für mich zusammengestempelt. Und bei der Farbe hier war ich auch total überrascht, weil ich hatte schon Angst, dass ich keine Farbe habe, die dazu passt. Und am Endeffekt hatte ich dann eine Versafine Klärfarbe, die dann diesem Lila total ähnlich geworden ist. Und dann hat es wirklich perfekt zusammengepasst. Genau, also das ist heute unser Watch Me Craft Video. Diese wunderschöne Boxcard. Ich lege sie euch mal so hin, dann könnt ihr das noch ein bisschen anschauen. Dann gab es an Preview Day 2 ein weiteres Set, und zwar dieses hier, Mice Christmas, mit 4 richtig, richtig süßen Mäuschen. Einmal mit Sparkly Wishes und Happy Holidays als Spruch mit drin. Und wie süß sind die bitte? Also wirklich. Ihn hier habe ich schon koloriert, zumindest. Und zwar sieht der in meinem Fall hier so aus. Auch mit Polychromos koloriert, habe ich aber leider noch nicht geschafft zu verbasteln. Aber ist auch einfach mega süß. Ich liebe es sehr. Ja, kommt dann noch. Werdet ihr also noch sehen. Genau, das war dann Tag 2. An Tag 3 gab es, glaube ich, dieses Set hier, North Pole. Das ist hier mit Santa und hier so 2 Elfen. Richtig, richtig niedlich. Mit 3 Sprüchen, die auch richtig toll zusammengestellt sind. Ich mag das total gerne, wenn da noch so ein bisschen was drumherum ist. Und hier sind ja so kleine Pünktchen und Herzen und das gefällt mir richtig gut. Da habt ihr einmal Brace Your Elves, Christmas is Coming. Wishing you a Merry Christmas. May you have a season of sweet moments and your heart full of love at Christmas. Und dann hier unten auch so süße kleine Herzchen. Ein traumhaft schönes Set und die hier hat es mir sehr angetan, aber die liebe Zeit hat mal wieder, war nicht ausreichend genug. Also ich warte ja immer noch darauf, dass der Tag 90 Stunden hat oder mehr und nicht mehr 24, aber das wird wohl nie passieren, leider. Ja, und als letztes Set gab es dann einmal das Up on the Roof. Und da hat es mir dieser kleine Kerl hier total angetan gehabt. Und ich habe nochmal für mich ein neues Kartenformat entdeckt. Denn wer mich ja schon etwas länger kennt, der weiß, ich habe eigentlich 2 Kartenformate. Einmal das quadratische 15×15 Kartenformat und Slimline. Und dafür war mir aber das Motiv zu klein und ich wollte jetzt aber auch nicht die Karte so extrem aufblasen, damit es da halt irgendwie gut passt. Also habe ich das erste Mal eine Mini-Slimline-Karte gewerkelt und was soll ich sagen, ich liebe dieses Format und ich werde jetzt in Zukunft ganz viele Mini-Slimline-Karten basteln, weil ich schlage 2 Fliegen mit einer Klappe, weil ich bastel unfassbar gerne Karten, aber wisst ihr, was ich überhaupt nicht gerne mag? Ist Karten schreiben. Das ist nicht so ganz meins, da hunderte Zeilen an Texten darunter schreiben. Und bei diesen Mini-Slimline-Karten ist ja nicht ganz so viel Platz. Also passt das. Und für einen Weihnachtsgruß reicht dieses Format allemal.
Und ich habe mir auch tatsächlich in den letzten Monaten immer mal wieder im Flohmarkt, im Bastelflohmarkt, Mini-Slimline-Karten oder Stanzen für Mini-Slimline-Karten gekauft gehabt. Und jetzt kann ich sie alle endlich mal verwenden, denn da seht ihr das schon, das ist hier so ein richtig, richtig toller Rand. Die sind von Pinkfresh Studio gewesen. Das ist so ein ganzes Set mit Auflegern in allen Größen. Und ja, das werde ich auf jeden Fall die nächste Zeit öfters verwenden. Ja, und dann habe ich hier mit meinen This is Oxides auch hier wieder so eine Mondszene gewischt und habe dann hier diesmal nicht mit Lila, sondern mit Blautönen gearbeitet. Das, was ich richtig gut finde bei diesem Mond, der leuchtet total. Da habe ich nur mit Lost Shadows gearbeitet, mit der This Oxide Farbe meine ich. Und dann mit Chipped Sapphire und Blueprint Sketch. Und ganz außen dann nur noch mit Black Soot. Ja, die haben manchmal so extravagante Namen, die kann man kaum aussprechen. Dann habe ich hier noch ein bisschen mit Coliro-Farbe gesprenkelt in Ice Blue. Das ist nochmal so dieser Schneeflocken-Effekt. Und ja, dann hier das Wish hatte ich mir ausgestanzt und ich wollte das auch unbedingt hier drauf haben. Deswegen habe ich keinen Spruch von dem neuen Set hier verwendet, denn da gibt es ja auch wieder wunderschöne mit dabei. Da habt ihr Up on the Rooftop, It's Santa, Santa Claus is coming to town, Ho ho ho, Merry Christmas and to all a good night. Ja, aber weil die Karte dann doch so ein bisschen kleiner halt vom Format ist und ich unbedingt dieses große Wort Wish dabei haben wollte, hat es dann einfach auch nicht gepasst, weil hier jetzt auch nichts dabei ist, wo das mit dem Wish Kombinierbare gewesen wäre. Aber dann habe ich auch festgestellt, mir fehlen für Weihnachten diese kleinen Sentiments. Da habe ich so gut wie nichts gehabt, was gepasst hat. Dann habe ich dann hier dieses Hashtag Merry Christmas genommen und habe mir aber dann jetzt erstmal ordentlich ein paar Sets bestellt, damit ich da so ein paar Sentiments dann habe. Weil gerade wenn ich mit CC Design bastel, nutze ich das eigentlich immer, das seht ihr ja auch hier, ich habe eigentlich immer so ein großes Stanzteil und dann hier ein paar Sentimentsprüche. Das habe ich hier so und hier habe ich es im Prinzip auch so. Ja, das ist irgendwie so mein Markenzeichen vielleicht in Kombination mit CC Design. Ja, genau. So, mehr kann ich euch gar nicht zeigen. Da wird aber noch in der nächsten Zeit natürlich ein bisschen was kommen. Denn die Motive zu kolorieren, wenn man sie wirklich bis ins letzte Detail kolorieren möchte, so wie ich das ja gerne mache, dann dauert das natürlich auch ein bisschen. Und ich habe ja alleine für diese hier ordentlich viel Zeit verbraten, weil ich alle 4 kolorieren wollte für diese Boxcard, ne? Weil ich wollte da jetzt nicht nur 2 reinsetzen. Und da ist schon ordentlich viel Zeit ins Land gegangen. Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich die Karte super schön und wer jetzt noch Lust und Zeit hat, kann dranbleiben und mir ein bisschen über die Schulter schauen. Ansonsten habe ich ja schon ein bisschen angeteasert, freut euch auf das November-Release. Das ist nämlich mindestens genauso süß. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen, viel Spaß mit dem Watch Me Craft und wir hören uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao! Hallo, ihr Lieben, und schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Video. Ich habe hier schon wieder ganz viel kreatives Chaos, aber ich dachte, ich nehme euch diesmal wieder mit, denn wir machen heute eine Boxcard zusammen. Beim letzten Release von CC Design habe ich euch ja auch eine Boxcard vorgestellt, aber habe euch nicht gezeigt, wie ich die gewerkelt habe. Und dieses Mal möchte ich für das Release auch wieder eine Boxcard machen, eine größere und auch eine etwas aufwendigere. Aber ich zeige euch, was ich verwende. Ihr seht schon, ich habe hier super viele Stanzteile liegen, denn ich bediene mich da tatsächlich einer fertigen Boxcard-Stanze, beziehungsweise das sind 2. Einmal die Basic und einmal ein Add-on dazu, denn ich möchte gerne für diese Schnuckis aus dem Set Baby Angels gerne diese Boxcard werkeln. Ich finde, das passt nämlich super, super schön
Und genau, ich habe noch nicht so richtig den Plan, wie am Ende das alles wird, denn ich habe mir ja noch keine fertig vorgewerkelt, sondern ich nehme euch da jetzt einfach mit und habe so einen groben Plan im Kopf. Deswegen habe ich hier auch schon mal ein bisschen was ausgestanzt, also beziehungsweise hier. Wir verwenden, also das ist einmal das ist einmal das. Und zwar von Mama Elephant die Slim Scenescape Builder Stanze. Das ist eine Stanze für so eine ganz große Boxcard. Die besteht aus mehreren Teilen. Und ich habe mir da verschiedene Teile rausgenommen, denn das ist dann das, was hier liegt. Hier gibt es nochmal andere Stanzteile und das ist nämlich Slim Scenescape Rainbow Add. Und zwar ist das für diese Basic Stanze ein Add-on mit einem Regenbogen. Und genau, das möchte ich nämlich mischen. Deswegen habe ich das hier auch so ein bisschen separiert. Wir brauchen von der Basis einmal diese Seitenteile hier. Das sind dann diese. Da werden 2 Stück ausgestanzt. Ich habe mir die einmal in weiß und einmal in so einem rosanen Cardstock ausgestanzt mit Pünktchen. Damit die Seiten einfach so ein bisschen niedlich aussehen, aber wir werden uns die auch noch ein bisschen ja, aufdoppeln, weil das Papier mir ein bisschen zu dünn ist aktuell und dann ist die Boxcard so labberig. Genau, aus diesem Set habe ich mir ansonsten das hier noch genommen. Das ist das Vorderteil für die Boxcard zum Schließen. Auch hier habe ich das einmal in dem Rosa, aber ich glaube, da habe ich noch gar keins in Weiß. Ja, also da muss ich dann mal schauen, ob ich das auch eventuell aufdoppel. Mal gucken. Und ansonsten, das habe ich mir aber noch nicht ausgestanzt, wäre das noch etwas, was dann hier vorne drauf kommt. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie wir die ganze Box gestalten. Deswegen habe ich das jetzt erstmal noch nicht ausgestanzt. Es gibt auch hier für diese Seitenteile noch solche Aufleger. Habe ich mir jetzt auch noch nicht ausgestanzt, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie ich es gerne gestalten möchte. Hier gibt es auch noch 3 Wolken. Die werde ich mir eventuell auch noch mal dazu nehmen. Aber das stanze ich mir dann später aus, wenn ich genau weiß, wie ich es haben möchte. Deswegen kommt es jetzt erstmal zurück hier in die Verpackung, bevor ich das nämlich alles mische oder verliere. Und dann nehme ich mir das später einfach nochmal raus. Es wird auf jeden Fall ein Etappenvideo, weil ich habe jetzt ein bisschen Zeit damit zu beginnen. Und außerdem fehlt mir hier auch noch eine Koloration, denn in dem Set sind ja 4 Engelchen drin und die kleine hier, die fehlt mir nämlich noch und die möchte ich auch noch kolorieren im gleichen Stil. Also ich habe 2-mal blau genommen in Pastelltönen und einmal so rosa-lila und genau in diesen Pastelltönen möchte ich auch die ganze Boxcard aufbauen und da werden wir auch wieder mit den Distress Oxides arbeiten. So, also wenn ihr euch das alles schon mal rausgestanzt habt, dann braucht ihr einmal hier diesen Bogen. Das ist dann aus diesem Set, aus diesem Rainbow Add-on. Da habe ich mir einmal das ausgestanzt, dann die einzelnen Bögen vom Regenbogen. Dann braucht ihr dieses Teil hier. Ich habe mir das jetzt 4-mal ausgestanzt. Ich weiß aber nicht, ob 4-mal zu viel ist. Es könnte auch sein, dass es nur mit 3-mal funktioniert. Das sehe ich dann aber erst beim Zusammenbauen, weil es ist nicht ganz so viel Platz hier vorhanden. Also es könnte mit 4-mal klappen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen erstmal 4-mal. Und da ist es so, da habt ihr dieses Teil, was ihr als erstes ausstanzt. Und dann gibt es aber hier solche Wolkenkanten. Und da legt ihr euch das nochmal an und kurbelt es nochmal durch. Und dann werden diese Teile hier mit so einem Wolkenmuster geschnitten. Und genau das wollen wir ja. Deswegen das 4-mal, das einmal, das einmal. Beziehungsweise das hier hinten habe ich 2-mal, damit das, weil das Papier hier so dünn ist, das ist mir viel zu dünn für so eine Boxcard, da werde ich das hier nochmal draufkleben. Und was ich auch gemacht habe, wenn ihr das hier ausstanzt, dann fällt euch dieser mittlere Teil hier raus als eigentlich Abfall, aber wir brauchen den. Und zwar habe ich mir dann hier einfach das unten abgeschnitten. Das ist dieses hier. Das werden wir uns nämlich noch mit einem Stencil bearbeiten. Und deswegen das bitte nicht wegschmeißen. Und ansonsten kann auch das erstmal zurück in die Verpackung. Denn dann haben wir erstmal alles vorbereitet, um die Boxcard an sich erstmal zusammenzusetzen. Deko und Schriften und wie wir das alles dann hübsch machen,
das schauen wir dann nochmal, weil, wie gesagt, ich noch nicht ganz fertig überlegt habe, wie die Boxcard funktionieren soll oder wie sie aufgebaut sein soll. Ja, im ersten Step können wir auf jeden Fall mal diese zwei Teile hier zusammenkleben, weil da werde ich auf jeden Fall, also da brauche ich einfach die Stabilisierung, deswegen mache ich das hier jetzt mal doppelt, obwohl natürlich der Regenbogen auch noch mal oben drauf kommt und das natürlich dann auch eine gewisse Stabilität noch gibt, aber mir ist es so erstmal lieber, dass ich das so mache. Ihr könnt jetzt zum Beispiel das auch so machen, das mache ich jetzt auch, dass die hässliche Seite und die schöne Seite so geklebt sind, weil dann kann man hier hinten später auch was draufschreiben und hat da schon mal eine schöne Rückseite. So, und hier habt ihr auf jeden Fall definitiv gleich eine bessere Stabilität, ne? Also es macht schon einiges aus. Und dann ist es so, dass diese Seitenteile, die haben hier so eine Lasche, die können wir uns auch einmal schon umbiegen. Einmal hier und einmal hier. So, und die kommen dann hier dran. Also jetzt ist es natürlich hier bei der so, dass es eigentlich nicht so toll ist, wenn ich jetzt hier tatsächlich diese hier nehme, stelle ich gerade fest. Wobei ich das eigentlich schöner finden würde, wenn das so ein bisschen schräg zuläuft. Aber das funktioniert hier ja gar nicht. Das ist natürlich clever. Aber hier sind zum Beispiel gar keine Seitenteile drin. Das bedeutet, also dann müsste ich hier diese geraden Seitenteile nehmen, diese hier. Aber die sind auch nicht so richtig. Also das passt zwar besser, aber auch nicht so super toll. Ich möchte aber eigentlich diese hier verwenden. Und wenn ich das jetzt hier so dran setze, dann habe ich hier zwar hinten so einen kleinen Überstand, also das hier, aber wir gehen da ja noch mit diesem Wolkenelement dran. Und vielleicht sieht man das dann gar nicht so dolle. Ich muss mir das einmal kurz anschauen, wie das aussehen würde, weil vielleicht benutze ich das dann einfach trotzdem. Hier ist es allerdings so, dass wir uns das noch gleich ein bisschen mit Distress Oxides Farbe einfärben. Aber wenn ich das jetzt hier so dran setze, so, das müsste natürlich dann hier unten schön bündig sein. Und das dann hier dran setze, dann sieht man das doch gar nicht mehr, oder? Da klebe ich dann noch irgendwas einfach drüber. Weil ganz ehrlich, mir gefällt es einfach besser, wenn das hier ist. Also muss man natürlich gucken, dass das gleich gerade ist. Aber mir gefällt es auf jeden Fall besser. Auch wenn das nicht 100% so zusammenpasst, klebe ich mir das, glaube ich, jetzt einmal fest. Also so, dass das hier unten bündig ist. Das machen wir jetzt einfach, wenn es hinterher blöd aussieht. Aber es sieht so oder so blöd aus, weil es müsste ja sonst hier so sein. Aber dann hätte die Karte doch hinten ein Loch. Also irgendwie müsste das hier eigentlich länger sein. Ist es aber nicht. Deswegen steht das halt hier über. Ist ja nicht ganz so zufriedenstellend, wie ich finde. Aber so gehört es halt. Was soll ich machen? Ich habe es ja nicht designt. Wir kleben das jetzt einfach mal fest. So. Nur darauf achten, wenn ihr das festklebt, das muss hier unten eine Linie werden. Sonst ist das nicht ganz später zum Kloppen. Also einmal hier die Linie aufnehmen. Und dann kann man hier später auch noch mal was drüber kleben. Also es ist schon, dass diese Seite hier so ein bisschen spezieller ist. Obwohl es wirklich das passende Add-on ist. Weiß ich nicht, was da
sich bei gedacht wurde. Eigentlich hätte dann der Regenbogen einfach etwas länger sein müssen hier unten, dann hätte das auch gut gepasst. So. Also, dann haben wir schon mal Step 1. Und Step 2 wäre nämlich dann, also jetzt habe ich ja nur das Rosane, aber auch da werde ich dann wahrscheinlich noch das Weiße mir einmal noch ausstanzen, weil das wird dann hier vorne ja geschlossen und das passt dann wieder, weil das die richtige Höhe ist. So würde das dann aussehen. Oder ich könnte es auch so machen, dass ich quasi die Wolken vorne habe. Das sieht natürlich auch sehr süß aus. Diese Wolken werde ich auf jeden Fall hier hinten irgendwo hinsetzen, weil die hier ziemlich hoch sind. Und das passt dann besser. Das endet hier schön. Das wird auf jeden Fall hinten irgendwo sein. Ob das hier grundsätzlich das Thema ist, ja, ist eigentlich grundsätzlich so, dass es irgendwo immer ein bisschen hoch steht, leider. Also so ganz durchdacht ist es nicht, muss ich sagen. Da hätte man an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr gucken müssen, dass das besser zusammenpasst. Aber wir bauen es jetzt uns trotzdem so zusammen. Genau, also hier machen wir das allerdings so, dass ich hier das einmal abschneide. Also ich denke, das wird heute ein sehr langes Video, weil einmal bauen wir uns ja das hier zusammen und einmal möchte ich ja noch die Deko auch anbringen. Also deswegen nehmt euch Kaffee, Tee, macht es euch gemütlich. Das wird eine längere Geschichte heute. So, dann würde das hier drauf kommen. Dann hat man zumindest hier die Seite ein bisschen stabiler und auch ein bisschen schöner. Das gleiche mache ich jetzt für das hier. Ich schneide nicht so gerne auf dieser Seite. Das ist nicht so ganz meine Seite. So, das ist dann dieses Stück auf dieser Seite. Ansonsten, wenn ihr etwas festeren Cardstock habt, dann reicht es natürlich auch, wenn ihr eine Lage habt. Das ist bei mir aber nur bei dem Kraftpapier der Fall. Da habe ich nur die 300 Gramm. Alle anderen Papiere sind so 200, maximal 240 Gramm. Und das ist für so eine Boxcard, finde ich, immer so ein bisschen instabil. So, na, dann sieht das hier doch schon mal ganz niedlich aus. Und auf dieser Seite mache ich das genauso. Und hier werde ich mir später einfach nochmal so einen Halbkreis drüber kleben, weil tendenziell schreibt man ja die Worte auch später erst. Und dann hat man hier die Chance, das auch nochmal schön drauf zu kleben. Und dann verdeckt man zumindest das hier so ein bisschen, wenn man schon nicht diese Kante da verdecken kann. So, sehr gut. Das wird auch gut schließen. Das passt. Und jetzt ist die Gretchenfrage, schließe ich das hier vorne mit Wolken, was ja auch wirklich super niedlich aussehen würde, oder schließe ich das gerade? Aktuell tendiere ich eher zu den Wolken, aber die müssen wir sowieso erstmal bearbeiten. Das heißt, das kann erstmal ein bisschen zur Seite. Ich habe aber auch noch keine Dustus Oxide Farben rausgeholt. Also ihr seht, ich bin richtig gut vorbereitet. Ich mache jetzt hier auch erstmal 4 Stück. Dafür nehme ich meine Waffle Flower Grip Mat. Die ist nämlich genau zum Stenciln perfekt. Da hält das nämlich richtig Bombe drauf. Allerdings muss man auch echt hier immer ordentlich dieses Zeug darunter ziehen. Aber ich liebe die Matte, die ist sehr gut. Allerdings hat sie einen Nachteil. Ihr kennt ja von mir die blaue Matte. Und diese hier ist nicht für Aquarell geeignet. Da gehen die ganzen Teile immer ab.
Und das macht wenig Sinn, das für Aquarell zu nutzen. Aber ansonsten klebt ihr euch hier euer Papierchen drauf. Und jetzt schaue ich mal bei den Distress Oxides, welche Farbe ich benutze. Und dann werden wir uns hier gleich die Kante etwas eininken. Ich habe mir mal 4 Farben rausgesucht. Einmal Tumble Glass, Shaded Lilac, Spoon Sugar und Mild Lavender. In Anlehnung eben an meine Koloration. Ich denke, das passt auch soweit gut. Also Spoon Sugar und Shaded Lilac müsste perfekt zu diesem hier passen. Und das Tumbled Glass einfach für dieses hier. Mild Lavender ist noch so eine optionale Geschichte. Also ich denke, ich starte eigentlich mal mit diesen hier. Das habe ich mir mal ein bisschen zur Seite als Option. Und dann kann ich mir hier meine Teile hier schon mal runterholen, denn die setze ich hier einmal drauf. Und dann passt auch so gut, die Holzgriffe passen genau dazu, witzig. Genau, dann habe ich diese Farben. So, jetzt muss ich einmal noch kurz überlegen, weil der Plan war eigentlich, diese Kante hier so ein bisschen mit den Farben zu versehen. Ich habe auch, im besten Fall habe ich 3/4, also 3 Farben habe ich ja, also würde ich jetzt mal mit rosa starten. Ich glaube auch nicht, dass ich mehr wie 3 bzw. 4 hier aneinandergereiht bekomme. Das muss ich gleich mal so ein bisschen mir anschauen. Jetzt gehe ich hier einfach ganz, ganz seicht über diese Kante und gebe diesem ganzen Ding hier einfach so einen leichten Pastellton, damit es einfach noch so ein bisschen Farbe bekommt. Kann man auch hier so ein bisschen weiter runter gehen noch, dass sich die Farbe hier noch so ein bisschen weiter nach unten mischt. Und das reicht aber schon so. Dann nehmt ihr das hier ganz einfach wieder ab, lasst das ein bisschen trocknen und nehmt das nächste. Mal das hier so ein bisschen festkleben und dann nehme ich das Lilane. Shaded Lilac ist auch so eine wunderschöne Farbe, wobei die ja schon ein bisschen kräftiger jetzt ist, aber ich finde, die passt trotzdem gut dazu. Vor allem, wenn man hier so ein bisschen dann das ausblendet. So ein bisschen runter. Und das trocknet ja auch noch ein bisschen heller auf. So. Das reicht auch. Und als letzte Farbe dann noch das Tumbled Glass. Auch eine sehr schöne helle Farbe. Und mit dieser Matte verrutscht das halt alles nicht mehr. Und ihr könnt hier super schön einfach alles verblenden. So, das reicht mir schon. So, das heißt, das wäre irgendwie... Also ich würde das halt so zusammenkleben, wie ich das auch genutzt habe. Also irgendwie so in dieser Reihenfolge. Wobei ich sagen muss aktuell, dass das Lilane ist schon super dunkel geworden. Vielleicht hätte ich das ein bisschen heller machen sollen. Aber vielleicht trocknet es auch noch ein bisschen besser auf. Ich überlege gerade, also dieses Blau und Rosa, das finde ich passt sehr schön. Ich bin mir nicht gerade ganz so sicher, ob das mit dem Lila so harmonisch ist. Also das sieht ja schon mal ganz cool aus, beziehungsweise... Naja, lassen wir es mal trocknen. Wir müssen sowieso die Regenbögen auch jetzt noch machen.
Und da bleibe ich auf jeden Fall mal den Farben hier auch treu. Das bedeutet, wir haben, jetzt muss ich auch mal kurz gucken, in welcher Reihenfolge, weil eventuell mache ich einfach 2 Bögen immer in der gleichen Farbe, weil ich will eigentlich nicht so viel Farbe reinnehmen. Und dann ist mir das nämlich wieder zu bunt. Ich habe ja auch von den Engeln hier nicht so viel Farbe und es passt genau, dass 2 Stück immer, also es sind genau 6 Stück und es würde ja passen hier mit meinen Farben. Und ich denke, das mache ich auch so. Jetzt muss ich nur eigentlich einmal festlegen, wo ich starte. Ist das hier blau, also lila außen und in der Mitte hell oder außen? Ja, außen würde ich jetzt, glaube ich, mal dunkel machen. Deswegen klebe ich mir die hier einfach mal auch auf die Matte. Ich gehe hier wieder mit dem Shaded Lilac drüber. Man müsste sie schon richtig festkleben. Nicht nur so drauflegen, dann rutscht es nämlich. Also ihr könnt auch da gucken, dass noch so helle weiße Stellen drin sind, wie jetzt hier zum Beispiel. Hier unten noch mal ein bisschen dunkler. Ja, das darf erstmal so bleiben. Ich finde, das gibt dem Ganzen halt noch mal ein bisschen Tiefe, wenn das nicht so ganz gleichwertig ist. Dann würde ich rosa machen. Ja, das ist halt, weil da jetzt die Farbe auch drunter ist, hält das, glaube ich, nicht mehr so doll. Doch, oder? Na, das hält nicht, weil da jetzt die Farbe drauf ist. Also muss ich das einmal kurz sauber machen. Sonst rutscht euch das runter. Und das ist natürlich blöd. So, jetzt müsste es wieder besser halten. No. Okay, so, einmal rosa. Und da gucke ich jetzt auch, dass ich so ein bisschen da weiße Stellen lasse. Dass das einfach ein bisschen gleich aussieht. Aber Spoon Sugar ist schon ein sehr, sehr helles Rosa. Also das ist ja auch noch nicht getrocknet. Das ist schon sehr schön. So, Nummer 2. Schaut mal, seht ihr das? Das sieht doch schick aus. Also man kann den Regenbogen natürlich auch noch bunter machen, ne? Also man muss das jetzt nicht so machen, wie ich das mache, aber ich finde, wenn man irgendwann zu viele Farben in einem Projekt hat, wirkt das unruhig. Und deswegen versuche ich einfach in diesen 3 Farben jetzt zu bleiben. Und mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ich habe dann ja noch Sterne, die ich auch gerne noch verwenden möchte. Das ist dann so ein bisschen, da kann man dieses Gold von den Haaren dann aufgreifen. Und ja, mal gucken. So, das reicht. Das kann jetzt mal abgezogen werden.
Okay. Ich möchte da auch noch ein paar Coliro-Sprenkler dann draufsetzen. Aber ich glaube, das mache ich erst da, wenn ich das aufgeklebt habe. Wenn ich die hier drauf gesetzt habe. Das kommt zur Seite. Und zwar würde das ja jetzt hier einmal angebracht werden. So. Erst mal gucken, wie es aussieht, bevor ich das hier alles festklebe. Gut. Von dem hier, von dem gepunkteten, wird man ja eh nichts mehr sehen in der Mitte, weil ich da ja noch mit dem Wolkenstencil gleich noch arbeiten wollte. Aber das sieht doch ganz gut aus. Das trocknet ja wie gesagt noch. Und dann passt das farblich doch auf jeden Fall zu den kolorierten Motiven. Ja. Und dann kann ich hinten auf jeden Fall dann starten mit Lila. Dann hier das Rosa und dann hier das Blau. Das sieht doch cool aus. Und in der Mitte, das müssen wir jetzt auch noch machen, da brauchen wir jetzt einmal einen Wolkenstencil, um einmal hier dieses Wolkenmotiv noch aufzunehmen. Da habe ich mir natürlich auch den noch nicht rausgesucht. Mal kurz hier in meiner Kiste. Ich habe so viele Wolkenstencil von MFT. Ich habe mir jetzt einmal diesen Stencil rausgesucht, Mini Cloud Edges von My Favorite Things, und damit möchte ich jetzt gerne hier ein bisschen diesen Wolkenhintergrund gestalten. Ich habe mir hier so ganz dünne von Pinkfresh Studio Blender Pinsel rausgesucht, einfach weil die Fläche so klein ist, dass man hier sonst zu viel Farbe aufbringt. Also hier einfach ein bisschen am Rand entlang. Dann hier so ein bisschen versetzen. Ich gucke gerade, wie es gut passt. Das ist auch der Vorteil von dieser Matte. Da kleben dann diese Stencil auch super gut drauf. Und das verrutscht euch halt einfach nicht. So, und dann hier irgendwie. Die Fläche ist echt nicht so riesig. Das ist echt ein bisschen tricky hier. So vielleicht noch. Okay. Man wird davon eh nicht so ultra viel wahrnehmen, aber zumindest so ein bisschen wollte ich es andeuten. Ist immer zu breit. So, das da. Nehmen wir das zum Schluss. Okay, das reicht erstmal. Das kann wieder zurück. Und das würde nämlich jetzt hier einmal in die Mitte kommen. Ja, das sieht süß aus. Das kann zur Seite.
Ich stapel hier mal wieder alles. Und dann wäre das hier nämlich dieser Hintergrund. Ich habe jetzt nur zwischenzeitlich gedacht, vielleicht wäre es auch ganz cool gewesen, in den 3 Farben die Bögen zu mischen, aber ich glaube, so ist es ein bisschen harmonischer. Jetzt klebe ich mir das hier einmal auf. Schaut auf jeden Fall, dass ihr das erste wirklich gut anbringt, weil die anderen orientieren sich ja dann daran. Also das erste sollte schon einigermaßen gut sitzen, dass die restlichen dann auch gut passen. Hier möchte ich gerne später den Rand noch entweder mit Blütenstanzen oder mit Sternenstanzen versehen, damit das hier so ein bisschen auch interessanter wirkt. Aber auch da muss ich erstmal dann schauen, wie ich das gerne möchte. Dann hier das zweite Stück ansetzen. Den Boden hier unten wird man sowieso nicht wirklich groß sehen. Deswegen, das ist nicht so schlimm, wenn ihr da nicht ganz gerade seid. So, irgendwie, warum auch immer, ist hier das nicht so ganz passend. Aber das wird man auch nicht so dolle wahrnehmen, weil da ja noch die Teile hier da vorne dran kommen. Ich finde es auf jeden Fall super schön. Es hat so ein bisschen was von Glücksbärchis, finde ich. Habt ihr die früher auch geschaut? Oder? Das hat doch was davon. Ja, und wenn ich jetzt hier später noch mit Standteilen in Weiß entlang gehe am Rand, dann kann ich auch das hier nochmal etwas mehr verdecken. So, dann habe ich hier einmal die Teile noch. Ich darf nicht vergessen zu sprenkeln. Das muss ich auch gleich noch machen. Da wollte ich nämlich gerne mit so einem schönen Eisblau drüber gehen. Da habe ich so ein schönes. Und ist ja witzig, das Blau wirkt anders da wie das hier, aber ich wollte sowieso mit Lila starten. Aber trotzdem interessant. So. Das ist nämlich das hier. Wenn man das hier so dann hat. Ja, das passt gut mit dem Blau. Also von den Wolken hier hinten dran sieht man tatsächlich so gut wie gar nichts. Aber das ist auch nicht schlimm. So, jetzt überlege ich gerade. Dann kommt hier das Rosa. Ich glaube, ich kann doch 4 verwenden. Und dann wäre das hier das Blau. Jetzt überlege ich gerade. Ich hätte das ja schon gerne etwas abgestuft. Und das kriege ich nur hin, indem ich hier das hier ein bisschen höher setze. Aber das macht hier hinten nicht so viel Sinn, das höher zu setzen. Weil dann sieht man ja wirklich gar nicht mehr die Wolken da hinten. Also das hier kommt auf jeden Fall mal hier hinten jetzt dran. Ach Mist, jetzt habe ich noch nicht gesprenkelt. Moment. Wir sprenkeln jetzt hier erstmal eine Runde. Kommando zurück. Einmal das hier nochmal abziehen.
Also wir können auch mit Wasser hier noch mal ein bisschen sprenkeln. Allerdings weiß ich nicht, ob das nicht schon ein bisschen zu spät ist, weil es vielleicht schon angetrocknet ist. Hier ist eine Mücke in meinem Wasser. Was macht die denn? Die ist da abgesoffen. Die hat es nicht geschafft. So, einmal jetzt hier versuchen noch mit Wasser. Dann hier mit meinem letzten Stückchen Zewa hier nochmal abtragen. Naja, ein bisschen reagiert es noch, das ist schon mal gut. Und dann suche ich mal die Coliro-Farbe raus. Die kann zur Seite. Ich habe trotz allem immer noch zu wenig Platz. Also ich habe hier so ein schönes Lila. Also an Coliro-Farben wird es eh nicht mangeln, also das ist klar. Dann habe ich hier so ein tolles Eisblau. Ja, wir werden das so ein bisschen mischen, denke ich. Also, weil auch hier dieses, finde ich ja so schön. Also, mal gucken, was wir nehmen. Also ich wollte auf jeden Fall dieses Eisblau verwenden. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Aber auch dieses Blue Pearl ist auch wunderschön. Und hier habe ich auch noch so Rosatöne. Also da kann man jetzt wirklich sein komplettes Glitzerherz erfüllen mit den Farben. Aber ich starte mal mit dem Eisblau. Ich hoffe, dass das Blau hier hinten noch ein bisschen heller wird. Das ist noch irgendwie sehr, sehr dunkel. Und das Lila machen wir auch mal. Ich hätte das gerne lieber in diesem Blau. Da habe ich anscheinend zu viel Farbe verwendet. Die Frage ist auch, ob ich dann jetzt noch das vierte, was hier auch noch liegt, auch noch benutze. Aber das sehe ich jetzt gleich. Oh, ist das schön. Das ist so, das ist für mich hier so Kindheitsbasteln, weil das mich total an Glücksbärchis erinnert. Ich habe die früher sehr, sehr gerne geschaut. Schaut mal, wie schön. Dann haben wir noch hier das Fenrir, das ist auch eine super schöne Farbe. Darf es natürlich jetzt auch nicht übertreiben, aber das darf schon auch ein bisschen jetzt glitzern. Ja, ich glaube, das reicht schon, sonst ist es wirklich gleich wieder zu viel. Dieses Eisblau, das sieht halt richtig toll aus, wenn das trocknet. Da nehme ich jetzt auch echt noch ein bisschen was dazu. Das gefällt mir richtig gut. So toll auftrocknet. So, jetzt reicht's. Sonst ist es wieder zu überladen. Es ist sowieso grundsätzlich, aber man muss es ja auch nicht unendlich übertreiben. So, das muss aber jetzt trocknen und in der Zwischenzeit, also ich föhne das jetzt auch nicht, weil wenn ich das föhne, dann verziehe ich mir eh schon dieses sehr dünne Papier, weil ich habe ja die Mittelteile hier jetzt nicht aufgedoppelt. Und in der Zwischenzeit schaue ich mir einfach mal an, welche Stanzen ich hier für den Bogen verwenden wollen würde. Da wollte ich ja gerne so Blümchen oder Sterne benutzen oder vielleicht sogar Schneeflocken. Das wäre eigentlich noch am besten, weil ja, das ist ja hier Winter, ne? Also das wird ja tatsächlich, man glaubt es nicht, aber es wird ja eine Weihnachtskarte. Genau, also da würde ich einmal jetzt kurz schauen, was ich so in meinem Fundus habe und dann sollte es bis dahin auch getrocknet sein.
Es ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, denn ich habe ein bisschen weitergemacht, weil ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit haben möchte, mit euch das nachher zu dekorieren. Also, was ist passiert? Ich habe mich dazu entschlossen, nachdem ich auch gesehen habe, okay, da ist noch genug Platz, das vierte Element, was ich ja noch ausgestanzt hatte, auch noch mit dazu zu nehmen. Einfach, weil ich das lieber mag, dass das so ein bisschen engmaschiger ist. Dann ist die Box einfach im Nachgang ein bisschen schöner zu dekorieren, als wenn da so viel Platz ist. Das ist aber Geschmackssache. Wenn ihr jetzt sagt, nee, mir reichen 3, dann verteilt euch die 3 halt einfach anders da. Und dann habe ich hier vorne schon das hier auch angebracht, dass man das hier schließen kann. Und dann haben wir hier ringsrum dann einmal diese rosa Pünktchen. Ich habe mir auch schon mal das hier ausgestanzt. Das ist nämlich auch in dem Set mit drin. Da werde ich definitiv nachher noch einen Spruch dann drauf stempeln, weil ich auch das finde, dass das super schön dazu passt. Genau, also ich habe das so aufgeklebt, dass ich hier direkt an der Linie hier das angesetzt habe und dann immer das hier so entlang gesetzt habe, dass immer das hier an das nächste rangerutscht ist. Und dann kommen am Ende 5 Elemente hier raus. Wenn ihr von oben schaut, habt ihr dann 5 Stück mit dem hier vorne. Und das können wir uns jetzt auch dann schließen. Ihr seht, ich habe hier auch schon mal etwas vorbereitet mit diesem Set hier. Zeige ich euch auch gleich. Denn da hatte ich noch eine coole Idee. Ja, ich mache das jetzt so, dass ich mir die hier alle flach hinlege, inklusive dem hier vorne. Und dann wird das eigentlich so gemacht, dass man hier auf diese Laschen überall Kleber drauf gibt und das hier dann so umklappt. Ich werde das aber so machen, dass ich das hier vorne erstmal weglasse, weil ich das von Hand dann nochmal machen muss. Also hier einmal jetzt Kleber drauf geben. Und da habe ich aber gerade gesehen, dass ich noch gar nicht gefalzt habe. Das ist natürlich nicht so clever. So, und auch hier möglichst ein bisschen mehr Kleber. Da war ich jetzt irgendwie ein bisschen sparsam. Dann legt ihr euch das wirklich ganz flach hin und klappt das hier einmal um. Und das könnt ihr euch dann gleich aufstellen. Dann passt das. Und bei dem hier, weil das halt nicht 100% hier so gepasst hat, möchte ich das gerne einmal so noch festkleben. So, wenn ich das jetzt hier aufstelle, dann sollte das passen. Hier ist es ein bisschen Spack, aber geht. Ne? Also ist hier doch schon ein bisschen, weiß ich nicht, warum die sich jetzt hier so biegen, ehrlich gesagt, aber geht. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Sieht trotzdem gut aus. Und hier mache ich das jetzt so, dass ich mir einmal hier noch den Kleber drauf gebe. Und das hier wirklich versuche hier zuzuschließen. Dafür muss ich ein bisschen drücken, weil ich nicht ganz sauber gearbeitet habe. Das ist bei dieser Boxcard wirklich super wichtig, dass man da das alles sauber aneinander reiht, damit das auch gut schließt oder auch, dass ihr es wirklich hinterher verschicken könnt, wenn ihr das wollt. Ja, hier ist es jetzt so, dass das hier sich so ein bisschen beult, aber das macht nichts. Das kann man später auch noch mal ein bisschen korrigieren. Aber an sich sieht das doch schon mal ganz niedlich aus, mit den Farben auch. Also ich bin jetzt im Endeffekt auch doch froh, dass ich immer 2 genommen habe, weil ich glaube, dass das sonst ein bisschen zu unruhig geworden wäre. Von den Wolken hier hinten sieht man aber leider tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ich hätte mir bei der Box auch echt gewünscht, dass dieser Teil hier unten länger ist. Dann würde dieser Regenbogen und das Ganze auch ein bisschen höher rausstehen. Aber gut, jetzt ist es, wie es ist. Ich korrigiere das aber ein bisschen tatsächlich, denn ich habe mir hier aus dieser Stanze von Kreativdepot, Elex ist das, habe ich mir diese Stanze hier geschnappt. Die hat nämlich die Eigenschaft, dass die schon diese Rundung von diesem Regenbogen aufnimmt. Und ich möchte diese jetzt hier einfach noch hier anbringen. Und dadurch bekommt der Regenbogen einfach auch nochmal eine größeren Radius und eine andere Optik. Und mir gefällt es super gut. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich den auch so klebe, dass ich den hier so ein bisschen auf 3D-Punkte klebe. Also alle Blätter hier unten bekommen jetzt 3D-Punkte.
Dann ist der noch mal so ein bisschen abgehoben vom Rest und das gefällt mir noch mal ganz gut. Außerdem kriegt er dann auch noch mal ein bisschen Dimension. So, und auf die großen Blätter kommen auch die großen 3D-Punkte. Also ich versuche da jetzt auch wirklich ordentlich die zu verteilen, denn das muss ja schon ein bisschen was halten gleich. Und deswegen kriegt jetzt hier jeder Punkt, also jedes Teil hier, bekommt jetzt hier so einen 3D-Punkt und auch von den kleinen noch welche, damit ich da möglichst viel Klebefläche am Ende habe. Aber die Klebefläche befindet sich halt nur auf den vorderen Blättern, denn ich möchte das so ein bisschen versetzen, damit das nochmal wie so ein weiterer Bogen einfach aussieht. Schwer zu erklären, ihr seht es gleich. Und deswegen brauche ich aber hier ordentlich Klebepads. So. Das hier kann ich dann nochmal festkleben. Die Stanze gibt es leider nicht mehr. Aber wenn ihr was Ähnliches habt, nehmt ihr einfach was Ähnliches. Also es passt halt so schön, weil die kleinen hier, das sieht man nicht so dolle, die haben ja hier so einen kleinen Ilex dran. Ne? Also hier sie in den Zöpfen und hier seitlich und deswegen passt das so schön. Und außerdem hat es perfekt gepasst, weil er halt auch diesen Bogen hat. So, und deswegen, da kann auch noch eins hin. Dachte ich mir, das ist doch eine gute Sache hier. Gut, das sollte soweit dann auch halten. Jetzt habe ich da ja ordentlich Klebepunkte drauf. Also, ja, gut. Und dann hier einmal alles abziehen. Jetzt gebe ich hier noch ein bisschen Kleber drauf. Aua, jetzt habe ich mir ernsthaft mit der Nadel gestochen. Oh Mann, ey. So, hier gebe ich jetzt hier noch ein bisschen Kleber drauf, weil das klebe ich noch mal fest. Aua. So, und das ist jetzt hier ein bisschen tricky. Ich muss das vielleicht auch mal aufstellen. Weil ich darf das jetzt nicht zu... So. Kann ich es auf jeden Fall... Weil diese Klebepads, die kleben so gut. Wenn die einmal kleben, dann ist Ende Gelände. So. Ja, kleben sie auch schon. Will ich aber auch noch ein bisschen weiter runter. Was ich gerade nicht kann, weil der eine hier ein bisschen im Weg ist. Ich muss das hier mal kurz... Ich wollte das eigentlich gerne hier so ein bisschen weiter runter noch. Da muss man echt super fix sein, ey. So, wir kleben das jetzt aber hier fest. Das kann dann hier so ein bisschen abstehen, das ist ja nicht schlimm. Und dann hat der Regenbogen hier jetzt quasi einen weiteren Bogen dazu bekommen. Man kann da jetzt natürlich noch, so, das hier noch festkleben. Das hier. Zum Beispiel Schneeflocken reinsetzen. Das können wir auch vielleicht später noch machen. Aber so grundsätzlich ging es mir jetzt darum, noch einen weiteren Bogen ja, zu generieren, weil ich das einfach ganz schick finde. Was natürlich noch schöner gewesen wäre, wenn ich jetzt so 2 Stanzen gehabt hätte zum Mixen. So ist es natürlich so ein bisschen gleichwertig, aber wenn man da dazwischen nachher noch vielleicht was Kleines reinsetzt, wie Sterne oder Schneeflocken, ich finde, dann geht das auch wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich den hier abschneide, weil der sieht eh schon aus, als wäre er am seidenen Faden hier. der hier, der ist... Den schneide ich mal hier ab.
dass der nach innen geht. So, dann hakt der hier nicht mehr so. Genau. Ja, und damit würde ich jetzt erstmal eine kurze Pause machen beim Video. Für euch geht es ja natürlich weiter, aber ich muss ja noch das eine süße Mädchen kolorieren. Und außerdem müssen die auch erstmal hier ausgeschnitten werden. Genau. Und hier ist dann später der Platz für den Spruch. Aber ansonsten finde ich, sieht das schon richtig, richtig süß aus. Und ich denke, wenn die dann hier noch drin sitzen, dann ist das eine mega schöne Karte. Ich möchte natürlich auch noch ein bisschen was mit Schrift machen. Aber genau, da mache ich mir sowieso erst Gedanken und dann schaue ich, wann ich hier dran weiterarbeiten kann. Genau, also für euch geht's weiter, für mich erstmal Pause. Hello again, es geht weiter hier mit dem Kärtchen. Bei mir sind tatsächlich ein paar Tage vergangen, aber ich habe es immerhin geschafft, jetzt hier alle der süßen Engelchen zu kolorieren, die wir uns jetzt hier auch gleich platzieren. Ich habe mir hier schon mal ein richtig großes Christmas ausgestanzt. Ja, so 100% bin ich mir immer noch nicht sicher, wie ich das gerne jetzt machen möchte, aber ja, wir machen jetzt einfach mal weiter und schauen, was am Ende bei rumkommt. Das hier lasse ich erstmal noch ein bisschen zur Seite, denn ich möchte jetzt erstmal die Engelchen hier verteilen. Ihr seht, das ist jetzt hier auch alles schön getrocknet. Das Blau ist zum Glück noch ein Ticken heller geworden und hat sich dem hier mehr angeglichen. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass das hier so ein bisschen rund gebeult ist. Man kann das zwar hier so ein bisschen nach vorne beulen und ich hoffe, wenn ich jetzt hier gleich die Engel noch reinsetze, dass ich es dann vielleicht noch ein bisschen besser aufteilen kann, aber irgendwie hat sich das ein bisschen verzogen leider. Ja, und hier vorne, das ist auch nicht so ganz schön geworden, aber gut, es ist ein Prototyp und es ist auch selbst gemacht und deswegen darf das auch so sein. Ich habe mir hier 2 Acetatstreifen geschnitten, also beziehungsweise Windradfolie ist das hier, von Ideen mit Herz. Da war jetzt der Plan, ob ich zum Beispiel diesen hier auf so einen Acetatstreifen einfach draufklebe und den dann wirklich so ein bisschen schweben lasse. Finde ich nämlich eigentlich ganz cool. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach mal, dass ich den hier draufsetze, damit der schon mal hier trocknen kann, weil die Acetatfolie oder Windradfolie, das hält ja natürlich nicht gleich sofort und ich mache das auch so, dass ich den ein bisschen mit dieser Folie auch stabilisiere, wenn der da jetzt schweben soll. Also klebe ich mir da schon von dieser Folie da den Streifen etwas höher und gucke, dass das nicht irgendwo raussteht. Also so darf das mal hier so ein bisschen antrocknen. Ich finde das nämlich ganz nett, wenn der da ein bisschen schwebt. Und bei den anderen hätte ich das jetzt gerne so, dass dieser hier zum Beispiel hier so drauf steht. Man kann die natürlich jetzt nicht unendlich viel festkleben. Muss man ein bisschen schauen, dass das reicht, dass das stabil genug ist. Also ich gebe jetzt hier dem hier zum Beispiel nur unten an den Füßlein ein bisschen Kleber. Und dann hätte ich den hier halt drauf gesetzt. Ich kann hier der Spitze noch ein bisschen was geben. Hier vielleicht noch. Also besonders viel Fläche zum Kleben ist da halt nicht. So, und jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich das hier überhaupt richtig gefasst kriege. So, und dann schiebe ich mir jetzt hier so einen Ticken nach oben, dass die Füße hier in dieser Wolke so draufstehen. Dass der vor allem auch ein bisschen gerade steht. Das noch, aber das hält auf jeden Fall. Nehmt da einen Kleber, der gut hält. Ne? Und dann steht der hier so drin. Ich finde das super niedlich. Dann hatte ich mir überlegt, dieses hier und diese hier, die wollte ich vielleicht sogar ganz hier vorne draufsetzen. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie ich das mit der Schrift mache. Und er hier, er sollte dann wirklich hier hinten so ein bisschen rumschweben. Also, ne, da habe ich jetzt hier natürlich auch ein Teil erwischt, was hier so ein bisschen schmutzig ist. Das ist natürlich nicht so clever. Kann ich das abkratzen? Ja. Weil, oh, das ist echt ein bisschen schwierig gerade, das auch für euch
so zu zeigen, dass ihr das sehen könnt. Ne, ich wollte den jetzt hier so ein bisschen schweben lassen oder vielleicht sogar hier hinten. Wobei dann hätte ich mir das mit der Windradfolie auch ein bisschen sparen können, weil dann hätte ich den ja auf 3D-Punkten festkleben können. Oder ich klebe den irgendwie so ein bisschen schräg. Dann kann ich hier, ich muss so ein bisschen schauen, wie ich es aufteile. Weil sie hier möchte ich eigentlich gerne hier so platzieren. Aber ich muss auch aufpassen wegen dem Merry Christmas, dass das nicht so doll verdeckt. Aber das hier würde schon gut passen, denke ich. Ja, die darf hier auch platziert werden. Also hier unten einmal ein bisschen Kleber. Und auch hier. Da ist ja schon so eine hohe Wolke, da passt das echt gut drauf. Ich denke auch, dass ich keine weiteren Wolken mehr benutzen werde, weil auf der Karte hier ist dann schon echt ordentlich was los, ne? Also wenn man das jetzt hier dann so hat und die dann alle da drauf verteilt sind, also da ist ja dann schon, da ist ja schon richtig was los hier. Ich will es ja auch nicht überladen. Oh, das ist hier mit dem hier. So, und der darf doch jetzt hier irgendwie hier oben rumschweben. Ja, dass das so ist. Dann würde ich das hier unten ein bisschen abschneiden. Und hier auch gut Kleber drauf geben. Und dann auch hier. Den klebe ich dann hier auch zu dem anderen dazu. Also hier so. Oh, hier. Das muss man hier ein bisschen kurz festhalten, weil das hält sonst nicht. Ich gucke nur einmal kurz. Position passt. Ja, kann ein bisschen schräger noch sein. Sehr süß, oder? Wie der da so rumschwebt. Allerdings, glaube ich, setze ich den noch ein bisschen weiter runter, weil ich gerade merke, dass das schon sehr instabil sonst ist. Also lieber hier ein bisschen weiter runter. So geht das. So sieht das süß aus. Kann man auch noch gut knicken. Ja, passt. Sehr süß. Ja, genau. Und jetzt habe ich noch eine übrig. Man hätte jetzt auch sagen können, 3 reichen auch. Aber ich möchte sie jetzt natürlich auch noch irgendwie verwenden. Vielleicht hier dann so. Und dann das Merry Christmas oder das Christmas soll ja dann noch hier so hin. Ja, sie wird auf die Seite kommen, weil das mit dem Christmas sonst nicht so richtig gut passt. Das möchte ich mir nämlich hier einmal relativ mittig aufbringen. Genau. Und dann hatte ich mich hier von MFT einmal dieses Set hier, Label Maker Sentiments, rausgesucht. Da hätte ich dann gerne Sending Christmas Kisses entweder oder Sending You Christmas Hugs. Da gucke ich jetzt mal, was ich gleich nehme, weil was auch noch eine Frage ist, die ich mir noch nicht beantwortet habe, ist, in welcher Farbe ich die Sentiments stempeln möchte. Denn normalerweise benutze ich das super gerne mit Schwarz, weil ich das immer schön finde. Aber die Karte hat halt hier sowas von gar nichts Schwarzes, dass man sagen könnte, das macht Sinn, dass das jetzt in Schwarz gestempelt ist. Und deswegen muss ich da gleich mal schauen, in welcher Farbe ich das mache. Das kommt hier auf jeden Fall jetzt mal drauf. Das muss auch so drauf, dass das hier ein bisschen höher ist. Ich habe nicht so viel Platz unten. Also auch hier mal kurz gucken. Oh, das geht gerade noch. Kann man hier so ein bisschen höher. Ja. Und dann kann ich hier noch dem T-Strich ein bisschen was drauf geben. Ich finde das immer recht schwierig.
So. Vielleicht noch einen Ticken hoch, wenn es noch geht. Ist ja auch nicht immer ganz einfach hier mit der Geschichte. Das könnte hier so ein bisschen hoch stehen. Ja, und das war es dann auch schon mit Schieben, weil der Kleber schon wieder angezogen ist. Ja. Ich habe auch gesehen, das Video ist schon relativ lang. Ich wollte mich eigentlich auch ein bisschen kürzer fassen, was so die Deko jetzt angeht. Aber ihr seht, so eine Karte ist halt nun mal auch aufwendig. Sie ist nicht einfach in ein paar Minütchen gemacht. Und dann darf sie hierhin platziert werden. Sie guckt ja auch in die Richtung, das passt dann auch. Und dann mache ich hier nur Sending, ja, wie mache ich das? Sending Christmas Hugs. Aber eigentlich müsste Hugs hier hinten hin. Sending, oder, ja, wie mache ich das jetzt? Das ist aber hier vorne. Ich finde, hier vorne ist es auch ein bisschen blöd, oder? Ich werde mir die jetzt erstmal stempeln und dann muss ich schauen, wie ich das arrangiere. Hier auf jeden Fall, das könnte ich mir auch schon mal festkleben, weil das kommt definitiv dahin. Auch hier ist die Frage gerade, mache ich das nochmal höher, also so. Also hier so, oder tue ich das Plan aufkleben? Ich glaube, ich mache das Plan, weil ich die anderen Sentiments nochmal höher setzen möchte mit 3D-Punkten und dann ist das wieder zu viel. Also hier einmal das. Relativ mittig. So. Gerade. Ja. Schaut, was ist nicht süß. Oh mein Gott. Sehr süß. Aber sie könnte hier so ein bisschen... Ja, das ist hier echt ein bisschen doof. Das finde ich echt doof, dass das so nach hinten flippt. Das ist nur, weil das hier müsste man so mehr nach da ziehen. Vielleicht muss ich mir da noch irgendwas reinbauen, dass das mehr so gerade bleibt. Mal gucken. Genau, so, jetzt Kleber hier einmal zu. Das kann weg. Jetzt legen wir das hier einmal kurz zur Seite. Also, Sending Christmas Kisses oder Hugs. Also, da nehmen wir auf jeden Fall die schon mal raus. Sending Christmas Hugs. Weihnachtliche Umarmungen, das passt doch. Und dann soll das hier so drüber, Sending Christmas. Dann könnte man jetzt hier Hugs noch hier dazu nehmen oder halt eigentlich Sending Christmas Hugs. Aber wo mache ich sie dann hier hin? Oder ich mache das hier dann irgendwie so und sie platziere ich irgendwie noch so. Aber auch ganz schön voll dann da hinten. Sie würde schon mehr hier Sinn machen vielleicht. Jetzt stempel ich das erstmal und schneide das aus, sonst kann ich das eh nicht beurteilen. Nächste Gretchenfrage, welche Farbe? Ich habe hier von Versafine Clear habe ich hier so ein schönes Lila. Das wäre noch eine gute Sache. Ich muss nur einmal auch hier kurz schauen, abgestürzt, dass ich hier das Papier nehme. Und einmal einen Block. Ich muss es einmal abstempeln, weil ich nicht weiß, ob die Farbe dann jetzt wirklich dazu passt. Wäre aber schön, weil das gibt saubere Stempelabdrücke. Aber es ist so ein bisschen mehr in die andere lila Richtung, glaube ich. Aber jetzt stempel ich das einmal. Passt nicht so richtig. Schade. Was haben wir denn noch? Ich habe hier noch ein Blau. Das passt
das besser? So ein Blau-Lila. Das geht doch, oder? Ist zwar schon kräftig, aber das finde ich jetzt... Das ist ja auch noch nicht richtig trocken. Ja, doch, das könnte gehen. Mal der zweite Abdruck, sieht man den noch? Der zweite Abdruck wäre auch nicht verkehrt. Wenn ich hier... Oh, ich sehe schon das Video. Das wird ultra lang, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, wie ich es gerne machen möchte. Also hier mal leicht aufgedrückt und dann hier etwas fester. Geht auch. Geht auch. Und dann hier einmal Hacks und hier nochmal Hacks. Wenn das so ein bisschen verwischt ist, finde ich das ja auch nicht schlimm. Wir probieren das mal. Ich habe sonst aber auch keine andere Farbe mehr, die passen könnte. Diese hier ist auch wieder zu dunkel. Und die anderen finde ich einfach, also die Distress Oxides kann man meiner Meinung nach nicht wirklich gut verwenden, um Schriften zu stempeln. Das funktioniert einfach nicht so gut. Aber ich meine, das Sending hier kann man doch noch lesen, oder das da. Wir schneiden mal das hier aus. Ich könnte ja auch ein kräftiges nehmen und ein helleres. So, also da hier einmal das Hacks. Da lasse ich auch immer gerne so einen kleinen weißen Rand. Ich finde, das sieht immer ganz schick aus. So, ups, einmal das. Und die Farbe ist ja noch nicht ganz getrocknet. Und dann hier vielleicht das Helle. Man kann es ja lesen. Bei dem Engel-Stempelset hier sind natürlich auch Sprüche dabei, aber ich habe das noch nicht als Stempel, das ist noch unterwegs. Und deswegen, ich wollte das jetzt auch nicht mit dem Drucker ausdrucken, aber theoretisch, das ist ja hier das Set, wäre ja hier dieses Merry Christmas Little Angel zum Beispiel schön oder Every time a bell rings an angel gets its wings, finde ich auch super schön. Aber ja, die liebe Post hat es halt noch nicht geliefert. Ist ja auch aus Amerika ein bisschen länger unterwegs, als wenn das jetzt hier in Deutschland wäre. Aber ich denke, das geht doch auch. So, jetzt vor allem hier mal irgendwelche komischen Fussel weg. Sending. Sending. Christmas Hugs. Und hier irgendwie das hier so. Sie kann ja da drauf stehen, das wäre ja nicht schlimm. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich nicht lieber dann das da auch dunkel nehme, weil irgendwie stört mich das gerade. Ja. Und obwohl es ein Blau ist, es ist so ein Blau-Lila. Jetzt, wo es langsam trocknet, finde ich, passt es mehr zu diesem dunklen Lila-Ton, den wir verwendet haben hier. Von daher, das geht doch. Ja, das passt auf jeden Fall. Ja, das finde ich besser, das Dunkle. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo ich sie jetzt hier platzieren möchte. Ob ich sie doch hierhin platziere. Jetzt ärgere ich mich, dass ich das Christmas in die Mitte gemacht habe. Hätte ich das doch ein bisschen mehr nach da gemacht, also hier in die Richtung, hätte ich sie besser platzieren können und das hätte ein bisschen besser funktioniert. Ich meine, ich kann sie trotzdem hier hinsetzen. Man wird ja trotzdem verstehen, dass es ein C ist. Wenn ich sie so platziere und dann hier so das irgendwie so mache. Und dann das halt irgendwie so.
Macht mich alles nicht so glücklich. Ich glaube, ich muss da einmal kurz drüber nachdenken und dann zeige ich euch gleich, wie ich mich entschieden habe. So, ihr Lieben, ich habe es endlich geschafft. Also, das fertige Kärtchen sieht jetzt so aus. Ich habe mich dazu entschlossen, noch ein U dazu zu nehmen. Denn nur das Sending war hier vorne mir einfach ein bisschen zu leer. Also habe ich jetzt Sending You Christmas Hugs. Und die kleine Maus durfte dann doch da hinten Platz nehmen. Weil hier vorne, da hätte ich wirklich das Christmas doch ein bisschen mehr zu der Seite machen müssen. Dann hätte ich hier vorne mehr Platz gehabt. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber jetzt hatte ich es ja schon festgeklebt. Also musste ich mir irgendeine Alternative überlegen. Und ich finde, so sieht das aus. Super süß aus. Denn der Blick von der Kleinen ist ja auch in diese Richtung. Deswegen funktioniert das auch gut. So rum. Ja, und ansonsten könnt ihr die trotzdem verschicken. Braucht man natürlich ein bisschen größeren Umschlag. Aber das funktioniert. Der Kleine hier schwebt vor sich hin. Das sieht man natürlich ein bisschen besser, wenn die Karte steht. Und es ist auch ein bisschen schwierig, euch das in der Kamera jetzt richtig zu zeigen, wie die Karte wirkt. Aber ich finde sie wunderschön. Mir gefallen die Farben super gut. Und ich hatte ja erst überlegt, ob man da noch mit Sternen und sowas machen kann. Man könnte jetzt hier noch weiße kleine Sterne reinnehmen. Das überlege ich mir auch gleich noch, ob ich das mache, um das nochmal mit dem Weiß ein bisschen aufzulockern. Aber im Endeffekt, ich möchte auch nicht die Karte noch mehr überladen, denn sind wir mal ehrlich, da sind 4 Kolorationen drauf. Hier hinten ist dann noch dieser Standsteilbogen und das reicht einfach. Also das Einzige, was ich mir noch vorstelle, ist, dass ich hier so ganz mini kleine weiße Sternchen dazu packe. Das Christmas kriegt hier auch noch einen I-Punkt, der fliegt hier auch noch rum. Aber ansonsten wäre das meine Boxcard. Und hier hinten, wenn ich die verschenke, werde ich dann auch noch mal was drüber kleben, damit man das hier nicht so wahrnimmt. Ja, genau. So, das war das erste Kärtchen von diesem Release. Ich mache jetzt mal weiter und ihr seht dann am Ende, was noch alles so von meinem Basteltisch gehüpft ist mit den neuen Sachen. Aber ich hoffe, euch hat das Video hier Spaß gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao!